Guten Morgen, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei dem besten Musikformat hier auf YouTube. Es heißt Pro vs. Con, Producer vs. Consumer. Naja, und so ein bisschen Pro und Contra ist da natürlich auch mal drin. Manchmal. Ja. Das war halt schon clever ausgewählt, der Titel, falls der ein oder andere das noch nicht mitbekommen hat. Und da ist wieder einer dabei. Wir sind übrigens über den 53.000. Mittlerweile unfassbares Tempo. Trotz der Sommerferien, muss ich sagen, geht das doch ganz gut. Also da kommen echt einige Leute trotzdem noch dazu. Und wir haben trotz der Sommerferien uns dazu entschieden, nicht zu sagen, ey, wir machen auch Ferien. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und verblassen hier weiterhin im Keller und machen fleißig täglich 2 Videos mit dem Spezialgast, den ihr alle hoffentlich schon kennt, Dana Rollet. Mit Apostroph hinten, oder? Heute mit Apostroph, ja. Akzent. Leute, es kam ja gestern ein Video raus mit Sai und der hat ein Feature dabei, eine nette junge Dame, CL. Ja, und da haben einige drunter geschrieben, ja, ihr müsst unbedingt den Song von ihr auch nochmal abchecken und so weiter und so weiter. Und wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen. Ja, das ist... wir zählen das mal jetzt nicht so richtig, dass wir jetzt zweimal hintereinander... Oh, da ist auch schon wieder der nächste. Nee, weil von ihr war ja auch nicht so viel zu hören in dem Video. Genau, es war ja nicht so viel zu hören. Und ja, so viele haben geschrieben, dass wir das unbedingt abchecken sollen, den Song von ihr. Und zuvor hatten wir auch schon Songs, war auch schon sehr viele Wünsche, die gesagt haben, ey, ihr müsst CL unbedingt mit Hello Bitches abchecken. Darf ich das jetzt eigentlich so sagen? Naja, der Song heißt also. Bitch kann ja auch Zicke heißen. Und deswegen hören wir da jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Es ist das Performance-Video. Es gibt aber so auch kein Musikvideo, aber die sind da wohl richtig am Performen, haben da die Zuschauer geschrieben, ne? Und deswegen. Genau, also mir hatte auch Saru nochmal geschrieben, eben extra, dass das Performance-Video echt ganz gut ist und eben die Originalmusik und auch ein bisschen gecuttet und das ist vielleicht auch schon so besser als das ein oder andere deutsche Musikvideo sein könnte, obwohl es nur ein Dance-Performance-Video ist. Oh, wieder so ein kleiner Seitenhieb gegen die deutsche Musikszene. Ich glaube das gerne, deswegen lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Ja, also, na gut, es gibt auch schon ein paar gute deutsche Musikvideos, so ist es ja nicht. Ich saß ja auch heute bei hiphop.de, da im Release Friday Interview, da waren auch ein paar gute Sachen dabei, so ist ja nicht. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, bestimmt die Tage, da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Wie läuft es eigentlich mit den Übersetzungen gerade? Gar nicht. Ja, da hatten sich nämlich einige zwar gemeldet und auch gesagt, dass sie das gerne machen würden, aber bisher noch nichts bekommen. Ja, komischerweise, obwohl die uns wirklich direkt angeschrieben haben. Deswegen, wir sind weiterhin auf der Suche nach Leuten, die die Videos übersetzen. Ja, das hat vorher eben Sarun gemacht, der war auch jemand aus der Community. Er saß ja auch schon hier im Studio, wir haben zusammen ein Video gemacht. Das ist ein bisschen traurig, weil jetzt natürlich die nicht deutsch sprechende Community, und die sind wirklich querbeet aus der ganzen Welt, das sind wirklich einige, da jetzt so ein bisschen vernachlässigt werden. Wir können das leider selber nicht machen. Ich habe es schon versucht, mir irgendwie mit auf die Liste zu setzen, aber irgendwie komme ich dann leider nicht dazu. Beziehungsweise, wenn du dazu kommst, dann frisst das so viel Zeit, dass alles andere liegen bleibt und wir halt tatsächlich auch schon sehr krass hier eingespannt sind mit den 2 Videos täglich und noch der ganzen anderen Arbeit, weil das hier ist nicht das, was unser Brot gerade hier ausmacht. Ne? Deswegen und noch bei mir ein Video. Ja, bei dir ja auch einmal die Woche. Ja, bisher war es ja so, du hast nur ein einziges Mal ausgesetzt. Da muss man auch sagen, es wäre wirklich cool, wenn sich da wirklich nochmal jemand findet in der Community. Ja, ansonsten gucken wir rein und los geht's. Oh. Es hat direkt so was orientalisch angehauchtes. Ja, aber die Tonfolge schon, ne? Oh. Da ist sie. Sorry, hieß sie Vanilla Ice Hot Chocolate? Nee, die eine hieß Vanilla Ice und die andere Hot Chocolate. Oh, das sind ja immer 2. Hier war übrigens auch eine Shorty dabei. Shorty! Ja, die eine heißt Vanilla Ice und die andere Hot Chocolate. So, ich dachte, weil es bei ihr nur war. Okay. Ja, weil das wäre richtig lustig gewesen. Vanilla Ice und Chocolate. Ey, auch voll geil, dieses Handschmuck-Ding hier. So Armbandringe mit Ketten zusammen. Ja, und dann noch so ein Mittelstück, nicht schlecht. Geil.
Oh, okay, richtig schöne, tiefe Bassline. Und die... Ja, und diese... Brass Section, ja. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. This power, ne? Alles klar, Alter. Vor allem, wie krass das auch wirklich auf diese... Was war das denn? Das Snare war das, ne? Ja. Krass. Oh mein Gott, so schnell. Richtig Power. 지금 어디야 shopping spree in Tokyo wake up in my private jet made out in Tokyo flipping cards in Macau 내가 제일 잘 나가 stop blowing up my phone and won't you hit me up on Kakao diamonds in my grill and I'm my new guy skin tone 2 carats gold I got in Dubai my boy. Boah, das Video hat jetzt so viel Power, so viel Attitude. Wahnsinn, also dafür, dass es nur ein Performance-Video ist, ja. Gut. Ich verstehe es jetzt auf jeden Fall. Da kann ich jetzt auf jeden Fall, ja genau, das kann ich sehr nachvollziehen, warum wir uns das angucken sollten, obwohl es nicht das offizielle Musikvideo ist. Krass, weiter, mehr, oh mein Gott. Na, ganz klar, also vorher auch immer schon drin gewesen, hier diese Vocal Chants, die immer diese Words machen, aber hier dann mit der tiefer gepitchten Stimme da nochmal eine Oktave tiefer, hier nochmal runtergelegt. Das bringt halt nochmal so eine gewisse, ja, sowas Böses einfach nochmal rein hier an der Stelle mit der tiefer gepitchten Stimme, das ist schon cool, sehr, sehr geil. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Geil. Ja, also, ne, ja, wirklich Bitches, also Bad Bitches, wirklich hier auf den Punkt, Powerfrauen, sehr, sehr geil. Was mir aber gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass wenn sie ihre Main Parts hat, also da im Verse und so ist, ihre Hauptstimme zu hören ist, dass es vom Mixer, finde ich, so ein bisschen... Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen im Hintergrund. Das finde ich, könnte tatsächlich auch im Mix so ein bisschen trockener vorne sitzen. Wäre jetzt so mein persönlicher Geschmack gewesen noch. Hätte zum Song, finde ich, auch gut gepasst. Es klingt doch ein bisschen mehr so, als ob die mehr im Hintergrund wäre. Ja, aber gut. Hier sind dann dafür nochmal richtige Vocal Chants. Also dieses na 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 na, auch mehrstimmig. Ja, die sind ja die ganze Zeit schon drin, die Words. Yellow gold and it glow like a yellow phone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Das war vorher auch schon, da ist im Hintergrund, hört man relativ leise auch noch so Percussion, die ja, ich muss sagen, vielleicht nicht so auffällig zu hören ist, da muss man sich schon sehr konzentrieren, um die zu hören. Das sind so Tablas-mäßig so etwas, was man da hört im Hintergrund. Muss man mal genau hinhören. Waren das die so leicht metallisch oder so dumpfer ein bisschen klingen? Ja, dumpf nicht unbedingt, aber die können metallisch klingen, je nachdem, wie sie das halt auch hier angemischt haben. Hier klingen sie jetzt nicht so metallisch, die klingen schon so typisch so, ja, wie Tablas, also ja, nicht diese Bongos, sondern relativ, die haben nicht so einen großen Korpus, aber halt so auch sowas Trommelmäßiges, ja, aber mit Händen gespielt. Man hört das zwischendrin immer schon so rausklingen, da muss man sich aber wie gesagt sehr konzentrieren. Aber das spielt auf jeden Fall im Hintergrund die ganze Zeit. Das war vorher im Verse auch schon.
Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You can find me in Shanghai. You know what their shots of Baijiu do. Got these Asian girls dancing on the couches. Yeah, they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Boah, ist ja richtig, also wirklich Abriss pur. Würde ich gerne mal im Club erleben, wenn das läuft, wie die Leute dann abgehen. Das würde mich dann doch sehr stark interessieren. Krass. Echt viel Power. Auch so ungewohnter Sound, das im K-Pop zu hören, weil es ja richtig, ja, so Club-Abriss, Epic, die ganze Zeit mit dieser Brass-Section, die ja wirklich durchgehend so läuft. Wump, ne? Also ist schon Power, einfach Power. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. 하나, 둘, 셋, bitches. Nice. Hier eben auch auf den Ananas dann so ein Tape-Stop oder Vinyl-Stop, dieses auch sehr cool und wirklich für dieser super krasse Subbass mit dieser 808 auf die Brass-Section jedes Mal, das ist einfach Abriss. Das ist so richtig so Bock. Nice, sehr, sehr cool, fette Nummer. Ja, jetzt, also da war sie ja im Video vom Psy war sie ja noch richtig süß. Ja, ich habe sie von dem gestrigen Video ganz anders in Erinnerung. Ja, definitiv. Also, ganz anders. Krass. Ja, aber da sieht man mal, wie... Mega geil. Wie viel Unterschiedliches die Künstler dann teilweise wirklich auch können. Das sieht man ja auch bei dem einen oder anderen Künstler, hat man das auch schon gesehen, aber über die Jahre hinweg halt und so. Aber dadurch, dass wir dann quasi einfach zurückspringen können und überall da mal so ein paar Songs rauspicken können, ist das immer schon sehr, sehr interessant. So Wahnsinn, also komplett anderes Ding. Ja, habe ich doch alles mitgenommen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch Fragen? Ich glaube nicht. Du hast was zum Bass gesagt, zur Brass-Section, die Tablas, die Vocals, eigentlich alles. Ja. Also Abriss, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Absolut. Es ist halt auch sehr klassisch, sage ich mal, so wie der Beat aufgebaut ist. Es ist tatsächlich etwas, was man schon öfter gehört hat. Hat aber eben auch genau diese Funktion sozusagen, dass man eben diese Abrissstimmung da eben aufbauen kann. Es muss auch dieses Tempo sein. Da darf man nicht viel mehr variieren. Ich denke, wenn man da irgendwie 5 BPM schneller oder langsamer ist es schon komplett ein anderes Feeling. Dann funktioniert das Ganze auch schon nicht mehr. Aber es hat halt wirklich genau diesen und dann bist du auch im Club so und das hat halt genau dieses immer mit diesen Pausen dazwischen. Also man kann richtig dazu bouncen, abgehen. Das ist schon Fett und Abriss mit diesen vielen tieffrequenten Instrumenten, die da drin sind, eben auch den Bass, aber auch eben die Brass-Section, Im Club dann mit so riesen... Ja, deswegen sagst du mit einer richtig fetten PA, also einer großen Anlage und fetten Subwoofern haben die ja auch gerne mal, wenn du in einem guten Club bist, haben die auch gute Anlagen teilweise, also sehr, sehr cooles Ding. Leute, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und guckt mal unten, da ist auch ein Link, wo es dann Merch von uns gibt. Das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal erzählt. Da gibt es so ein paar Sachen mit einer süßen Zeichnung von uns zweien, von jemandem aus der Community und guckt da gerne mal vorbei. Und alles andere ist auch unten verlinkt, genauso wie Dana mit dem YouTube-Kanal. Da kam auch jetzt ein Video raus.
gestern, wo sie ihre ganzen Sneaker vorgestellt hat. Meine Sneaker, die ich heute nicht anhabe. Lustig. Oh, gerade jetzt hast du keinen Sneaker an. Dafür Socken? Dafür Socken. Sneaker-Socken. Ja, das war auch interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen auch mal interessant zu sehen, was es da Cooles alles gab. Du hast ja schon einiges da angesammelt. Es geht. Es sind wirklich einige Schuhe geworden, wie ich gemerkt habe. Habe ich nicht gedacht. Aber ich glaube schon, dass ich so sehr viele Klassiker habe. Ja, und also es gibt natürlich 3 Hype-Schuhe. Also du bist jetzt nicht der krasseste Sneakerhead, der super viele Schuhe hat. Da gibt es ja auch Leute, die auf einem ganz anderen Level sind. Und ich trage die halt auch alle, ne? Also und die trägst ja auch. Es sind keine Schuhe, die so irgendwo in der Vitrine stehen. Ja, also ich finde, der praktische Aspekt bei solchen Sachen muss für mich trotzdem immer noch da sein, sonst weiß ich nicht. Also manchmal finde ich es dann schon ein bisschen so... Also bei mir, wenn das andere machen, okay, das ist so ihren Sache, aber wenn ich mir sowas kaufe und das dann vor allem noch teuer war, dann will ich auch irgendeinen praktischen Aspekt haben. Also wie gesagt, vielleicht ein interessantes Video, guckt bei Dana vorbei und wenn wirklich Übersetzer unter euch sind, wir wären euch sehr, sehr dankbar. Es ist auch eigentlich wirklich nicht so schwer. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, ich glaube, der Zeitfaktor ist das, was viele unterschätzen. Ja, je nachdem, wie lang das Video dann hier dauert. Man kommt auch rein. Ja. Also man macht ein Video und dann kommt man wirklich rein und dann geht es viel schneller. Genau, also die ersten Videos, die man übersetzt, da dauert es vielleicht ein bisschen länger und dann langsam gewöhnt man sich an das System und wir sagen dann auch immer so ähnliche Sachen und dann geht das ganz schnell. Also meldet euch oder macht's einfach. Ne? Wir sehen das ja dann auch. Und ihr könnt euch ja da auch verewigen. Ne? Also könnt ihr dann auch reinschreiben, dass sie translated by und dann vielleicht einen Instagram-Link reinsetzen, beziehungsweise ein Handle, ein @Binemaya und so weiter. Ja, also bis zum nächsten Video. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.